Ich war noch nie in solcher Höhe. Da wird einem schon mulmig im Magen. Man fragt sich, ob man das denn überhaupt schaffen würde. Es hieß am Anfang nur, dass es um einen Dreh für die IAA geht und sind dann relativ ländlich Richtung Welte gefahren. Und da habe ich festgestellt, dass es irgendwie was mit regenerativen Energien zu tun haben muss, weil auf einmal nichts in der Umgebung war außer Windkrafträder. Ja, ich bin Philipp Sander. Ich darf mich um das Thema Nachhaltigkeit in der Krone-Gruppe kümmern. Und die Krone-Gruppe grundsätzlich versucht, das Thema Nachhaltigkeit so zu definieren, dass wir ökologische, ökonomische und soziale Themen eben in Einklang bringen möchten. Aber auch die Produktion unserer Trailer ist ein Teil der Wertschöpfungskette und dort beschäftigen wir uns eben mit regenerativen Energien. Ein Thema, das wir aktuell untersuchen, ist die Nutzung von Windkraft eben auch hier an unseren Produktionsstandorten im Emsland. Und jetzt? Und spätestens, als ich dann die Servicetechniker dort stehen sehen habe, die mir dann das Geschirr angelegt haben, da wird einem schon mulmig im Magen. Dann wurde mir ja die Challenge überreicht und die Aufgabe war es, Simon zu finden. Finde Simon. Du findest ihn dort, wo dir der Wind um die Nase weht und du die Kraft der Aerodynamik spürst. Okay, aber der ist jetzt nicht da oben, oder? Da habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass das irgendwas mit der Windkraftanlage neben mir zu tun haben muss. Mir wurde gesagt, ich muss jetzt komplett die ganze Leiter nach oben klettern. Das sind jetzt 160 Meter. Philipp? Ja? Wir haben sonst auch einen Lift, wenn du da lieber mitfahren willst. Wurde ich ein bisschen hinters Licht geführt, aber als ich dann vermutet hatte, dass der bis nach ganz oben geht, lag ich auch falsch, weil dann muss ich ja gefühlt die letzten 40 Meter noch mal per Leiter hochlaufen und da hat man dann gemerkt und langsam ein Gefühl dafür bekommen, wie hoch eigentlich so eine Windkraftanlage ist. Ich habe mich umgeguckt, habe Simon gesucht, aber ja, war kein Simon da. Dann auf einmal hat das Telefon geklingelt und ich war ja ohnehin schon bemüht, mich dort zu konzentrieren, weil die Höhe mich alleine schon verunsichert hat. Oh, wer ist das denn? Hallo Simon, ist gerade ein bisschen windig. Ich stehe auf dem Windrad. Wo bist du? Ja, hast du wirklich gedacht, dass ich da oben bin? Ja, du weißt doch, dass ich Höhenangst habe. Echt? Hättest du mir vielleicht vorher erzählen sollen. Ich schicke dir mal meinen Standort und dann sehen wir uns gleich. Alles klar. Okay, bis dann. Ja, das hat mich dann natürlich schon geärgert und da muss ich mich noch mal revanchieren bei Simon. Ja, und als ich dann die Koordinaten weiterverfolgt habe und irgendwann in Bottrop angekommen war am Indoor Skydiving und Simon mich dort begrüßte, da war mir klar, okay, Höhe und Wind ist das eine, aber Aerodynamik und Wind, das ist noch mal was ganz anderes. Erstmal Chapeau, dass du da hochgegangen bist. Ich meinte eigentlich mit Wind um die Nase wehen lassen. Das hier? Ja, ich werde dir heute mal zeigen, was die richtige Aerodynamik bewirken kann. Ja, wir haben natürlich eine Einweisung bekommen. Da konnte man so ein bisschen erahnen, dass kleinste Bewegungen schon etwas auslösen können. Aber als man dann wirklich selber in der Luft schwebte und wirklich nur mal kurz die Finger bzw. die Hände bewegt hat, hat man schon gemerkt, dass alleine, wenn ich die Hände nur kurz so gekrümmt habe, ich eine komplette Drehung gemacht habe. Und da hat man wirklich am eigenen Leib mal gespürt, welchen Effekt auch Aerodynamik in Kombination mit Wind auf den eigenen Körper hat. Und das zeigt alleine schon, wenn ich mir jetzt unsere großen Trailer angucke, das geht 1:1 einher mit dem Luftwiderstand, den eben unser Trailer dann auch in der Nutzungsphase auf der Autobahn beispielsweise hat. Und wenn wir dort durch aerodynamische Elemente eben den Luftwiderstand unseres Trailers verringern können, reduzieren wir auch die CO2-Emissionen in der Nutzungsphase. Und das ist eben ein Kernanliegen der europäischen Gesetzgebung auch, dass der Transportsektor eben die CO2-Emissionen reduziert. Geil. Challenge verstanden, hat Bock gemacht. Ja, wenn ich jetzt ein Fazit ziehe, dann muss ich sagen, ich war selber noch nie so hoch, vor allem auf einer Windkraftanlage und habe auch noch nie in einem Windkanal gespürt, was es bedeutet, mit solcher Windkraft auseinandergesetzt zu sein. Und von dem her fand ich, war eine gelungene Challenge. Wie gesagt, ich muss mich bei Simon noch mal revanchieren, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht.